Hallo meine lieben Pfeifenfreunde und herzlich willkommen zu meinem heutigen aktuellen Video. Ja, ich bin heute wieder draußen im Garten. Die Woll- bzw. die Schmierläuse machen hier momentan argen Ärger, haben diverse Obstbäume befallen. Die werde ich jetzt hier gleich auch noch weiter behandeln müssen, aber vorher muss einfach noch mal Zeit für eine Pfeife sein. Deswegen auch wieder Gartenequipment, Gartenoberteil warm anziehen, weil wir haben ja gerade mal so um die 12, 13 Grad. Aber ich möchte die Zeit nutzen beim Pfeiferauchen. Ich habe hier neuen Tabak, diesen halt auch vorzustellen, und von daher geht es heute konkret um diesen Tabak hier. Ganz recht, hier ist der Tabak nochmal. Es ist der Valley und ich bin der Meinung, der hieß früher sogar Napa Valley, aber typisch deutsche Gesetzgebung bzw. europäische Gesetzgebung, Napa Valley weist ja schon ganz klar auf den Wein hin, deswegen nur noch Valley. Es ist aber davon auszugehen, dass es sich hierbei weiterhin natürlich um einen Weintabak handeln wird. Ich kenne ihn noch nicht. Und so wie es klingt, holen Sie mich gleich ab, weil ich hier entsprechend einen Tabak mit Wein vorstelle. Aber gut, wie dem auch sei, ein Amerikaner hatte mich auf diesen Wein hingewiesen, hatte gesagt, den hat er immer ganz gern geraucht, ob ich ihn kennen würde, ob ich ihn mal vorstellen könnte. Ich sagte, boah, rauchen wollte ich ihn schon immer mal. Also gesagt, getan, bestellt, hier ist der Pouch. Und ich werde euch jetzt bei der Gelegenheit gleich mal das Tabaksbild zeigen. So, die Aufnahmen habt ihr ja gesehen. Hier ist nochmal der Pouch. Der Tabak, das habt ihr beim ersten Bild gesehen, ist in dem Pouch erstmal wie so eine Art gepresster Kuchen eingebracht. Da hatte ich ja in letzter Zeit schon einige vorgestellt. Nicht wundern, hier fällt immer wieder mal Laub runter. Ich bin neugierig, von wo es fällt. Hier ist zumindest, ich habe ihn gerade nochmal aufgelockert, nochmal der Tabak drin. Und wenn man den Pouch öffnet und am Tabak riecht, so riecht er schon sehr, sehr angenehm. Ihr habt es ja am Tabaksbild gesehen. Das sind also Virginias, Burley, Black Cavendish. Und der Geruch vermittelt tatsächlich so ein bisschen Weißweinaroma. Ich habe gerade gestern Abend wieder mit Weißwein gekocht, von daher habe ich den Duft auch noch ganz gut in der Nase. Und genau das habe ich in der Nase. Weißwein, also kein roten, sondern wirklich ein Weißwein. Leicht fruchtige Noten. Von den nussigen oder schokoladigen Tönen des Burleys kann ich momentan hier nichts rausriechen. Vom Virginia, wenn überhaupt, dürften das dann eher so die Trockenfruchtaromen sein, die aber halt hier doch massiv von diesen fruchtigen Weinaromen überdeckt werden. Naja. Definitiv ein Tabak, der Lust auf mehr verspricht, hergestellt von der Scandinavian Tobacco Group. Und ja, bin schon mal gespannt, wie das Kraut schmeckt. Hier kommt jetzt erstmal kurz Tabak in der Pfeife mit der Pfeife und dann geht es entsprechend weiter. So, hier ist nochmal die Pfeife. Es ist ja von der Brebbia Fat Bob Sabbiata. Die hatte ich mir schon vor Jahren in Hamburg geholt bei Tabak Tesch oder Pfeifentesch heißt der, glaube ich. Das war der Außenalster bei den Arkaden. Ein richtig schöner Klopper.
Dagegen sieht eine Savinelli 320 KS etwas dünnbrüstig aus. Von daher, ich habe damals bei der Pfeifenvorstellung gesagt, das ist für mich eine 320 KS auf anabolen Steroiden, weil die ist richtig mächtig. Da hat man gut was in der Hand. Aromaten haben halt nun mal die Angewohnheit, sie brauchen Platz, um ihr Aroma zu entfalten. Man sollte sie also nicht zu fest stopfen, auch keine zu schmale oder zu enge Pfeife nehmen. Der Klopper hier, da ist Platz, da geht was. Klasse. Hier, Tabak bäumt sich nicht ganz so stark auf, aber er bäumt sich auf. Die Virginias haben direkt nach dem Anzünden direkte Rückmeldung gegeben. Bitter. Aber auch wieder nach ein paar Sekunden, der typische Klassiker halt. Das bittere Aroma ist verflogen. Und weicht als einem sehr, sehr milden, weichen Rauch. Ich werde noch mal ein bisschen nachfeuern müssen, werde das Trick 17 benutzen. Wäre ja schade drum, das Streichholz zu vergeuden. Hier. Es glimmt schön gleichmäßig. Falls ihr euch fragt, was das hier neben ist. Ich habe eine schöne große Plastik- bzw. Papiertasche neuerdings. In der habe ich meine Tabake drin, meine Filmausrüstung drin, alles was man braucht, um im Garten gemütlich ein Pfeifchen zu rauchen und dabei ein Video zu drehen. Aber was jetzt den Tabak selbst angeht, wie gesagt, nach dem Anzünden auch gerade eben wieder ein paar Sekunden lang ist es bitter durch die Virginias. Doch danach, der Rauch ist weich, er ist sanft. Geschmacklich verspüre ich eine ganz sachte, eine extrem sachte Aromatisierung, aber extremst. Das ist so ungefähr, als hätte man den Beutel aufgehalten, ein paar Trauben drüber gehalten, kurz gezeigt, so sehen Trauben aus, und die Trauben wieder weggelegt. Ich kann weder etwas vom Virginia spüren, nennenswertes, keine fruchtigen Noten, keine heuigen Noten, kein Burley, nichts Nussiges, nichts Erdiges, nichts Schokoladiges. Das ist echt seltsam. Ich hatte ja gesagt, der Tabak selbst im Pouch, der riecht fruchtig wie ein Weißwein. Geschmacklich hingegen, es kommt mir vor, als hätte jemand sein Weinglas geleert, Wasser reingegeben und mir jetzt vorgesetzt. Trink. Weil Wasser schmeckt ja nach nichts. Mir kommt es halt eben vor wie ein Glas mit Wasser, Weinglas voll Wasser, wo vielleicht 2, 3 Tropfen Wein drin waren. Mehr ist es vom Aroma her nicht. Ich habe lediglich vorne an der Zungenspitze so einen Ansatz von Aroma. Aber es geht nicht über die Zungenspitze hinaus. Nichts an den Seiten, nichts im hinteren Bereich, absolut nichts. Nur so ein leichtes Prickeln vorne an der Zungenspitze. Die Raumnote, ich halte den Klopper hier gerade unter mich, unter die Nase. Durch die Nase spüre ich nichts groß. Die Raumnote ist nicht unangenehm. Sie riecht tabakecht. Ja, riecht tabakecht. Auch beim Abgang durch die Nase. Ich spüre da kaum irgendwas.
Ich bin jetzt aktuell nicht sonderlich erkältet. Bisschen was im Hals, mehr nicht. Die Nase ist frei, ich rieche alles andere. Also ganz ehrlich, den Tabak kann man rauchen, ja, aber bei dem Preis 11,70 € für 50 Gramm eines Tabaks, der fast nach nichts schmeckt. Nee, beim besten Willen nicht. STG, das hier ist kein guter Schuss. Man kann ihn rauchen, ja klar, man macht ja nichts verkehrt. Er schmeckt halt nach nichts. Wer ihn also hat, braucht nicht unbedingt wegschmeißen. Der Rauch umspielt die Zunge. Ein extrem dezentes Aroma nach was Fruchtigem. Das könnte vielleicht eine Andeutung vom Weißwein sein, mit diesem Prickeln auf der Zungenspitze, was vielleicht die Spritzigkeit simulieren soll. Boah, ja. Aber ganz ehrlich, dann setze ich mich lieber hin und trinke einen schönen Riesling-Kabinett. Dann habe ich das Fruchtige im Mund, ich habe das Prickelnde im Mund und kann genießen. Hier, die Pfeife ist einmal an einem Glas Riesling-Kabinett vorbei, hat vielleicht die Ausdunstung, den Duft davon aufgenommen, mehr nicht. Man muss also schon sehr viel Rauch in den Mund nehmen, um ein bisschen mehr Aroma abzubekommen. Zumindest fruchtiges Aroma. Das ist natürlich jetzt angesichts der enthaltenen Virginias eine absolute Gratwanderung. Wenn ihr an der Pfeife nippt, wie ich es bei einem Virginias eigentlich immer tue, kommt so ein Hauch von Frische, leicht prickelndes Aroma und eine leicht fruchtig-säuerliche Note an der Zungenspitze an. Aber nur an der Zungenspitze. Neben den kräftigen Zug bekommt ihr auch ein bisschen weiter hinten an der Zunge was ab, aber es ist immer noch nur ein richtiger Hauch. Also es ist kein richtiger Aromat. Ich weiß nicht, wie ich es beurteilen soll. Es ist kein richtiger naturnaher Tabak, weil die Tabak selbst schmeckt man nicht. Das ist, als würde ich Rauchpappe rauchen, da kommt aromatisch nichts durch. Also muss man sich auf die Aromatisierung verlassen können. Doch die Aromatisierung ist dermaßen schwachbrüstig. Die müsst erstmal noch in die Muckibude, um ein bisschen was aufzutanken, damit man hoffentlich mal was merkt. Erst wenn man öfters dran zieht, kräftiger dran zieht, was man bei Virginia sehr tunlichst vermeiden sollte, dann kommt so ein bisschen Aromatisierung durch, ein bisschen kräftigere Aromatisierung. Und da hat man wirklich diese Gratwanderung. Zieht man zu heftig, wird es bitter, Virginias. Zieht man nicht heftig genug, rauche ich Luft. Nicht mehr und nicht weniger. Bei einer Punkteskala von 1 bis 10, bei der 1 für grottig steht und 10 für die besten Tabake aller Zeiten, das haben bis jetzt bei mir, einer hat es glaube ich, muss ich direkt mal gucken, kriegt der hier eine 5 Punkte, untere Hälfte der Punkteskala, mehr nicht, weil er schmeckt ja nicht schlecht. Wenn das Aroma mal durchkommt, hat man eine dezente Aromatisierung, die ein wenig an Weißwein erinnert. Dazu muss man aber kräftiger dran ziehen. Dann wird die Pfeife warm, dann wird der Tabak eventuell zu heiß, wird gallig. Also da braucht der Tabak wirklich sehr, sehr viel Aufmerksamkeit. Die Rauchnote, wie gesagt, sehr, sehr dezent. Tabak echt. Mehr kann ich jetzt hier persönlich nicht riechen. Also man kann nichts verkehrt machen. Als All-Day Smoke mag ihn der eine oder andere vielleicht rauchen wollen. Hauptsache man hat was in der Pfeife drin. Ja, kann man nichts verkehrt machen. Aber um ihn zu genießen, bietet er zu wenig. Viel zu wenig. 5 von 10 Punkten. Mehr ist nicht drin. Das ist schon sehr wohlwollend. Und von daher, von meiner Seite her, keine Empfehlung. Weil für eine Empfehlung ist er mir zu teuer. 11,70 € für einen Tabak, der nach nichts schmeckt. Oder nach kaum was schmeckt. Das ist rausgeschmissenes Geld. Da kenne ich viel bessere Aromaten, die ich holen kann. Oder sogar Hocharomaten, die ich dann zur Not einfach mit ein paar normalen Virginias und Burleys mixe, um eben das Aroma ein bisschen zu drosseln. Oder aber, was ich jetzt schon mehrfach vorgestellt habe, Schichten. Ich könnte mir ganz gut vorstellen, dass man den Tabak unten in die Pfeife eingebracht und einen Hocharomaten obendrauf, könnte der vielleicht was gewinnen. Oder umgekehrt, den Hocharomaten nach unten und den hier oben drauf, um den Hocharomaten ein bisschen vielleicht abzuschwächen, käme man fast auf einen Versuch an. Ich habe ja noch genügend übrig und da er nach nicht viel schmeckt, müssen wir mal probieren.
Ich habe jetzt gerade versucht, beim Einrauchen den Rauch direkt auf der Zunge zu verteilen. Führt zu keinem besseren Ergebnis. Die Zungenspitze ist das Einzige, da prickelt es. Aber sonst... Nee. Das war es soweit von mir für heute. Ich danke euch sehr für eure Aufmerksamkeit. In gewohnter Weise hier unten Kommentarfunktion. Ich bin natürlich gespannt, wer von euch kennt den Wally, früher Napa Valley. Vom Namen her tippe ich wie gesagt auf Weißwein, vom Duft her tippe ich auf den Weißwein. Wenn ich genügend Rauch im Mund habe und schon fast zu heiß rauche, prickeln vorne auf der Zunge, leicht süßlich-säuerliche Noten vorne an den Seiten der Zungenspitze, was so ein bisschen an Weißwein erinnert. Und man muss ihn fast zu heiß rauchen, um überhaupt Aroma rauszukriegen. Von daher, habt ihr ihn schon geraucht? Wie ist denn eure Meinung dazu? Habt ihr eine ganz andere Vorstellung? Habt ihr eine ganz andere Meinung? Schmeckt er euch vielleicht? Oder habt ihr ein ganz anderes Geschmackserlebnis gehabt als ich? Lasst uns darüber ein wenig austauschen, weil ich bin neugierig. Ich möchte euch wissen, ob ich der Einzige bin, der hier praktisch nichts schmeckt. Und das aus einer Pfeife, aus der eigentlich jeder Tabak schmeckt. Oder ist es halt einfach ein Zeichen dafür, dass die STG doch immer wieder mal Pfeifentabak gemacht, die eigentlich höchstens als All Day Smoke dienen, aber für das Geld 11,70 € in meinen Augen schlichtweg überteuert sind. Tja, bleibt mir nur in gewohnter Weise sagen, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Genießt eure Pfeifen, genießt eure Tabake, bleibt mir gesund, macht's gut und bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal hier. Ciao.